Hallihallo Leute, Max hier und heute möchte ich euch mein Dark Magician Deck zeigen für das August 2020 Format. Hoffe, dieses Video wird für euch hilfreich sein, gerade wenn ihr euch überlegt, ein Dark Magician Deck zu bauen. Da der Dragoon of Red Eyes, eine neue Dark Magician Karte, jetzt in den neuen Megatin rauskommen wird. Daher, wenn ihr dieses Deck decken wollt oder einfach nur als Grundgerüst euch vornehmen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch das Deck-Profile an. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne in die Kommentare unten da lassen und genau, ohne weiter um heißen Brei zu labern, fange ich gleich an. Als erstes spiele ich dreimal den Dark Magician, Pflichtkarte auf jeden Fall. Für die Support-Karten ein Palladium Oracle Mahat, ganz nett auf 1. Hilft auch nachher für die Draw-Karte, Soul Servant. Dann ein Magician of Dark Illusion, auch eine nette One-Off. Mehr als 1 muss nicht sein. Dann zweimal den Apprentice Illusion Magician, kann man sich überlegen auf 3 zu spielen. Ich fand ihn auf 2 eigentlich total ausreichend, daher bleibe ich auch auf 2, weil ich spiele nur 40 Karten im Main Deck. Hilft natürlich uns schneller an die Combo Pieces zu kommen, daher genau, nur 2 Karten von Apprentice Illusion Magician. Als nächstes spielen wir den Pogo, Stab des Magiers. Das Ganze 3-mal. Die Karte ist, wenn nicht die beste Normalbeschwörung im gesamten Deck, kann uns jede Dark Magician Karte vom Deck auf die Hand geben. Und ja, 3-mal. Hat auch einen Graveyard-Effekt, aber der kommt hin und wieder nur vor. Also ja, netter Effekt, netter Zusatzeffekt, um einen Hexer als Root anzubieten, um die Karte der Hand wieder hinzuzufügen. Aber ja, wenn man einen Arc Magician hat und die Soul, dann Gott, ich weiß, es ist jetzt eine Souls, aber die, ja. So, als nächstes Dark Magician oder Magician Souls, 3-mal. Gerade aktuell die Money-Karte im ganzen Deck, wird aber sicherlich einen Reprint bekommen im nächsten Legendary Duelist Complete Series 2 oder so, die in 1 bis 2 Jahren rauskommen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Karte als Secret Rare rausgebracht wird für einen Reprint und demnach sollte dieses Deck-Profile auch in der Zukunft relevant bleiben. 3 Kopien auf jeden Fall. Beste Spezialbeschwörung oder beste Beschwörung, bester Effekt im gesamten Deck. Beste Karte, Junge. Genau, und daher 3-mal den hier. Für den Spice, ja, das ist eine sehr, sehr spezielle Dark Magician Deck Variante. Ich inkorporiere die Götterkarten, nämlich der Start macht der Obelisk, der Tormentor. Obelisk, der Tormentor. Richtig gute Karte mit 4000 Angriffspunkten, 4000 Verteidigung. Nette Fun-Karte auf jeden Fall. Und niemand wird so ziemlich damit rechnen. Ja, einmal Obelisk, 2-mal den Sphere Mode im Main Deck. Gerade wenn man nicht weiß, okay, geht man jetzt First oder geht man Second. Und der Gegner sich dann doch noch entscheidet, ja, unbedingt als Erster rankommen zu müssen. Dann ist doch die zweite Kopie vom Sphere Mode nett im Deck. Gerade wenn man den sich auch suchen kann, durch gewisse andere Karten hier im Deck. Und dann einfach mal 3 problematische Monster des Gegners wegtributen kann. Für den Sphere Mode ist auf jeden Fall eine sehr nette Karte in diesem Main Deck. Für die Spells 3-mal die beste Karte. Beste Karte. 3-mal Dark Magical Circle. Stackt uns auch unser Deck, die obersten 3 Karten, und wir können einen Dark Magician oder eine Zauber- oder Fallenkarte, die Dark Magician speziell im Kartentext nennt, auf die Hand nehmen und dann die anderen beiden Karten so ein bisschen hin und her stacken. Ist hilfreich für die nächsten Karten, worauf ich gleich zu sprechen kommen werde. Soul Servant ist unsere Sucherkarte und unsere Draw-Karte, gerade wenn man sie aus dem Friedhof verbannt. Und in diesem bestimmten Deckbild können wir bis zu 2 Karten ziehen, was eigentlich ein sehr guter Effekt ist. In der Theorie können wir bis zu 4 Karten ziehen, aber wir spielen Palladium Oracle Mana nicht und Dark Magician Girl nicht. Wären in diesem speziellen Bild eher noch ein zusätzlicher Brick, was ich umgehen wollte, dadurch, dass ich ja eh schon die Götterkarten spiele. Daher, ein Pot of Greed vom Graveyard aus ist doch eine ganz nette Sache.
Durch den Dark Magical Circle haben wir die Möglichkeit, The True Name zu spielen. Und zwar, wir müssen einfach nur die oberste Karte vom Deck richtig raten. Was leicht sein wird, wenn man sie ein bisschen stackt oder das Herz der Karten auf deiner Seite ist. Und dann können wir ein Divine Monster, also wir können erstmal die Karte auf die Hand nehmen. Ja, und dann ein Divine Monster entweder specialen oder auf die Hand nehmen. Was eigentlich sehr, sehr gut ist. Und daher auch eine 3-Off im Main Deck. Was ein 2-Off allerdings ist der Eye of Timaeus. Bin am Überlegen, tatsächlich mit denen auf 3 zu spielen oder die dritte Kopie ins Main Deck zu packen. Da jetzt mit dem Dragoon of Red Eyes man doch eher den raushauen möchte oder rausturbonen möchte. Aber könnte halt bricken auf 3. Das ist halt immer so das Hin und Her. Und dann noch Secrets of Dark Magic, die Quick Play Fusionskarte. Gerade nett in der Battle-Phase, wenn man da schon angegriffen hat und dann nochmal den Secrets draufhauen möchte für den extra Damage für Game. Sehr, sehr nett. So, Spell and Trap Removal, der Harpien-Flederfisch ist Dark Magic Attack. Suchbar durch ein paar Karten hier im Deck, wie gesagt. Und doch so ein Flederfisch im Main Deck zu haben, ist doch eigentlich schon nice. Dann Monster Reborn. OG, eine der nostalgischsten Karten im Deck, muss ich gestehen. Und auch cool, wenn man dann einfach mal einen Obelisken vom Friedhof wieder spezial beschwören kann oder eine andere Kombokarte. Forst den Gegner auf jeden Fall auf Interaktion und ja, Wiedergeburt. Viele werden mich jetzt dafür hassen, Mystic Mine, aber hey, das ist nur im Deck fürs erste Matchup primär, wenn man nicht weiß, was der Gegner hat und wenn er halt 1000 Negations raushaut, da muss man die irgendwie stoppen können. Wir sind hier der Underdog mit Dark Magicians und daher Mystic Mine auch nur 2-mal. Daher, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und wir sorgen auch selber dafür, dass die geht, das Feld verlässt und ja, 2-mal Mystic Mine. Wenn wir Going First gehen sollten, wenn wir den Dice Roll gewinnen, 3-mal Caught by the Grave. Gerade essentiell, wenn man seine Effekte durchkriegen möchte, um überhaupt ein Board zu accomplishen. Und auch Going Second sollte das ganz okay sein, wenn man einfach nur Karten vom Friedhof banishen kann. 2-mal Eternal Soul, eine der besten Trap-Karten im gesamten Main Deck. Daher auch eine 2 auf 2, gerade in Kombination mit dem Circle. Macht die nette Shenanigans. Jo, kann man einmal pro Zug halt eine Karte auf dem Feld banishen. Ist nice. Magicians, Navigation, One-Off mit Magician Souls, denke ich, eine ganz gute Karte zum Weglegen. Und dann kann man halt immer noch eine Karte auf dem Feld negaten, solange man Dark Magician auf dem Feld hat. Eine nette One-Off. Kräfte rauben. Skill Drain. Was muss man dazu sagen? Also man könnte einfach einen Obelisken raus... ich komme jetzt wieder auf einen Obelisk zurück, weil why not? Dann haut ein Obelisk durch Monster Reborn aufs Feld, aktiviert Kräfteraum und dann bleibt er einfach auf dem Feld und wird nicht mehr vernichtet. Daher, ich bin der Meinung, es funktioniert so. Aber egal, Kräfteraum, trotzdem ganz nett. Wir spielen primär Vanilla und Banish Control mit Circle und genau, One-Off Kräfteraum. Und einmal Metaverse. Das sind 40 Main-Deck-Karten. Würde jetzt da großartig nichts ändern. Bei dem Extra-Deck ein Dark Paladin. Bald wird ihn allerdings der Dragoon of Red Eyes ablösen. Paladin ist ganz nice, negated Spellkarten vom Gegner und kriegt 500 Angriffspunkte für jeden Drachen auf dem Feld, beziehungsweise in beider Friedhöfe. Dazu nette Karte. Dann 2-mal The Dark Magicians. Drawt once per turn, wenn der Gegner einen Effekt oder eine Karte aktiviert. Und die könnte man sogar setzen, wenn es eine Quickspell ist oder eine Fallenkarte. Und man kann sie sogar in demselben Zug aktivieren. Was eigentlich sehr, sehr gut ist. Der letzte Effekt kommt nicht so oft oder wird gar nicht erst entstehen, weil wir keinen Magician Girl im Deck oder auf der Hand haben oder sonst wo. Daher, wir spielen ihn nur wegen dem Draw-Effekt. Aber der Draw-Effekt ist auch schon stark genug.
Then, next on the list, hier Dark Magician, the Dragon Knight. Dark Magician und ein Dragon Monster. Verhindert, ja, Zauber- und Fallenkarten, dass sie zerstört werden durch Karteneffekte. Und netter Beatstick mit 3000. Amulett-Drache, Dark Magician, One Dragon-Type Monster. Banisht alle Spells von den Friedhöfen. Mindestens eins natürlich. Und wenn die Karte, und kriegt 100 Angriffspunkte für jede Karte dazu. Also ganz nett. Vor allem im Sky Striker Matchup. Sky Striker sind 2020, wir spielen schon noch. Egal. Nette Karte für das jeweilige Matchup. Und wenn die Karte des auf den Friedhof gelegt wird, kann man einen Spellcaster-Monster, oder wenn die Karte zerstört wird, kann man ein Spellcaster-Monster vom Friedhof wählen und spezial beschwören, was eigentlich schon ganz cool ist. Dann Dark Cavalry, ein Dark Magician und ein Warrior-Type. Macht Piercing, kriegt 100 Angriffspunkte für jedes Spell und Trap auf dem Friedhof und auf den Feldern und macht Piercing und verhindert Target-Effekte, wenn man eine Karte abwirft, dann zerstört er die Karte. Starving Venom Fusion Dragon, die genericste Fusionskarte, braucht nur 2 Finsternis-Monster und macht einen Board-Wipe, wenn sie einmal vom Friedhof gelegt wird. Dann bei den Xyz-Monstern Eben Illusion Magician, Red Eyes Flare Metal Dragon, Number 11 Big Eye und Mega Phantom Beast Dracosack. Link Monster, den Blackluster Soldier, Soldier of Chaos. Nette Immunität, weil wir ein 7er Monster, also den Dark Magician, sehr häufig für das Material verwenden werden. Dann kann er nicht zerstört werden durch Karteneffekte und nicht gewählt werden von Karteneffekten. Was sehr gut ist, und dann hat er noch einen von diesen unteren Dry-Effekten. Dann eine Wee-Witch Apprentice. Recycelt uns die Dark Monster im Graveyard, sollte die das Feld verlassen. Und ja, boostet nochmal unsere Dark Monster um 500 Punkte. Jo, und die Lichtmonster verlieren 400 Angriffspunkte und Verteidigungspunkte. Daher eine nette Recycle-Karte und eine nette Generic Link-Karte im Extra-Deck. Dann ein Barricade Borg Blocker für 2 unterschiedliche Monster mit unterschiedlichen Namen. Werden gebraucht für die Link-Beschwörung. Und wenn die Karte Link beschworen wird, kann man eine Karte abwerfen und dann ein Magical Circle wählen oder eine Mystic Mine, jetzt in diesem Deckbeispiel, und auf die Hand nehmen in der Endphase. Wird dann für den nächsten Zug interessant. Ja. Und bietet noch zusätzlichen Schutz für Face-Up-Spells, die man kontrolliert. Die können nicht durch Karteneffekte zerstört werden vom Gegner. Und um das Ganze ein bisschen abzurunden, spielen wir noch den einen Link Kuriboh. Jo, extra Deck vollständig. Für den Dracosack halt die Tokens, ne? Die sollte man nicht vergessen. Im Side-Deck spiele ich den 3. Sphere Mode. Gerade für Going Second. Dann noch den Ra, sollten wir uns für Sphere Mode Turbo mehr oder weniger entscheiden. Ganz nett. Dann den Slifer, um alle 3 Götterkarten auch wirklich im Deck zu haben, wenn wir wollen. Dreimal die Super Polymerization. Sehr, sehr geil, vor allem wenn der Gegner ebenfalls ein Monster hat für den Starving Venom Fusion Dragon. Oder wenn man halt auch einen Dark Magician auf dem Feld hat und der Gegner zufällig ein Drachenmonster hat, ein Spellcaster-Monster oder ein Kriegermonster. So ziemlich die 3 wichtigsten Typen im gesamten ja, Spiel, würde ich fast schon sagen. Dann kann man die Karte spielen und dann halt das eigene Funktionsmonster rausholen. Was sehr, sehr stark ist, denke ich. Auch für Going Second, weil der Gegner kann darauf nicht anketten. Das macht es doch sehr angenehm. Gerade um den Gegner in seinem ersten Zug, wenn man jetzt verlieren sollte oder wenn man gewinnen sollte und man weiß, okay, der Gegner wird jetzt auf jeden Fall First gehen, dann kann man die 3-mal reinsiden, die Infinite Impermanence. Gerade nett für eine Negation zu haben. Eine Red Reboot für den Fall, dass der Gegner Trap Heavy spielen sollte. Kann man die Karte von der Hand spielen, negaten und der Gegner kann keine Trap-Karten mehr für den Rest des Zuges aktivieren. Dann 3-mal die Trap Trick. Sehr geil, wir wollen nämlich
den Virus raushauen, den ansteckenden Ausrottungsvirus und Spells oder Traps wählen, je nach Matchup. Ein finsternes Monster mit 2500 oder mehr Angriffspunkten, was eigentlich in dem Deck sehr leicht sein sollte, als Tribut anbieten. Und dann alle Spells oder Traps, die der Gegner auf dem Feld hat, auf der Hand hat und in den nächsten 3 Zügen ziehen wird, zu vernichten. Daher, je nach Matchup, kann diese Karte doch sehr, sehr stark sein. Daher, man kann einfach die 5 Karten reinzahlen und dann so schnell wie möglich den Virus spielen. Man will jetzt nicht öfter als 2 spielen, würde ich behaupten, denn wenn man den halt zum falschen Zeitpunkt zieht, dann ist man halt tot. Weil die Karte halt dann doch ein bisschen spezifisch ist, weil die Kosten vielleicht hoch sein können. Und gerade wenn man halt nicht weitere Monster auf dem Feld hat, dann ist man halt schutzlos und so weiter und so fort. Daher nur 2-mal den Virus. So, das war's mit meinem Dark Magician Deck Profile. Ich hoffe, euch hat der kleine Spice mit den ägyptischen Götterkarten gefallen. Und ja, ich hoffe auch des Weiteren, dass euch das Deck hier eine kleine Grundlage geben konnte, wenn ihr Dark Magician spielen wollt. Mit dem bald releaseden Dragoon of Red Eyes. Und ja, das war soweit von mir. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Und ja, das war soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.